Nu har jeg niet meer te je beiden. Nu hast du te je beiden in mijn leven. En dat is een leven niet opfer. Weil man kent, maar toch komen zijn haar, ik kan niet meer te je beiden. Ik zie van een troon afgestaan, ik laat die op een troon afstaan in mijn leven en du hast te je beiden. Dat is een leven niet opfer. En dan zegt het hier nog een heilig opfer. Also, dat als God is wilgevallen, dat we een heilig opfer zijn. Een heilig opfer, dat is een opfer wat een reinheid opfer is. Dat is ontrekkend. En een heilig opfer wat immer waren andere mensen bewegen, dat in ons wordt zijn, wo werkelijk een leven een heilig opfer is, het gaat niet anders, als de mensen wat in diesteren wonen, die zijn wordt, wo een opfer is voor de Herrn. En dat zegt zo'n opfer, dat we zijn, wat de God wilgevallig is, dat ze een vernünftige godsdienst. Dit is een gezegde, dit is een vernünftige godsdienst, waar ze staat aan op de altaar kunt gaan leiden en dem Herrn zeggen, nu merkt u van mijn leven wat u merken was. Dat is niet helemaal leicht, niet waar? En waar bevindst u dat in die leven? Dat wil vlees me ganz oft te zijn en zeggen, Herr, merkt u van mijn leven wat u merken was. Hier zie ik. Weet je, dan zeggen we dan zeker uit om gaan. Haben du meer open was te gaan, dan zeker uit om gaan. Eerst het een beetje oosten gaan, eerst het wijdweg gaan, of eerst het engste westen gaan. Wat immer het is, Herr, ik als een leven niet af, ik zie door. Ik ga, wo du mij hebben was. Goed. En dan laat ons hier im nächsten Vers, en stelt je niet deze Welt leck, sondern verändert je durch Erneuerung von je Sein. Also nicht diese Welt leck stellen, das ist die hohe Position in der Welt sein zu genießen, sondern dass wir uns aus dem Leben nicht opfern, und haben sich durch anstellen. Die Welt ist immer das Höchste. Das Fleisch und Blut ist ja nicht immer sein das Höchste zu checken, das ich will groß sein, ja? Nu sagt het hier, stelt nicht, dass dort die Welt liegt, dass wir nur das checken, was der hoch ist, sondern verändert je durch Ernährung von ihren Sein. Und wo wird uns dann ernährt? Uns Sein wird ernährt dann, wenn wir uns zum Opfer geben. Dann darf es nie sein. Dann ist nicht mal das Aule. 2. Korinther 4,17 sagt, ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, sie ist alles neu geworden. So wenn einmal alles nie wird, dann hat es nie Sinn gegeben, nicht wahr? Dann ist es eine Erneuerung des Sinnes. Dann macht es so klar, wenn Menschen Entscheidungen treffen von dem Herrn, dann gibt es eine Erneuerung des Sinnes. Er hat nicht mehr den Weg, wo die erst gehen, der haben ganz andere Sinn gekriegt. Wogegen? Wir haben einen anderen Weg angeschlagen. Ob das nie ein Weg jetzt nicht mal dem Fleisch nur, das man erst gehen, ob das nie ein Weg, du hast nie sein, und dann gehen wir dort nur, wo die Geist Gottes Anleitung gegeben hat, aus dem Leben jetzt Opfer, haben es durchgestellt, und haben nie sein, und dann gehen wir dem gemäß. Und dann sage ich oft, dass ihr prüfen mögt. Also, guckt immer, was das prüft, nicht wahr? Gottes Willen erst für uns, dass wir prüfen dann. Was prüfen? Dass wir prüfen dann, was der gut ist, was der wohlgefällig ist, und was der vollkommene Gottes Willen ist. Das liegt über uns, zu prüfen, was gefällt mir Gott für mein Leben. Das ist sehr wichtig, das sehr persönlich mal durchgehen. Was will Gott für mein persönliches Leben? Was gefällt Gott für mein Leben? Herr, sag mir mal. Und das ganz Beste, ich habe das erfahren, weil wir bereit sind, uns auf unsere Knie in die Hand zu legen, in Psalm 139. Vers 23 und 24. Einmal war durch zu beten. Da lesen wir das, was erforscht mich Gott. Psalm 139, Vers 23. Erforsche mich Gott und erfahre mein Herz. Erforsch mal in der Formel und prüf mal in der Formel, wo ich das meine. Und Herr, sei mal, wenn ich nicht auf dem rechten Weg sehe, weil ich auf dem Beiser Weg sehe, oh Herr, dann leid mich doch auf diesen ewigen Weg ab. Das ist ein feines Gebet. Um diese Selbstprüfung mal durchzugehen, dass der Gott besser gefallen kann, dass wir sagen, Herr, seht du mir durch. Vielmal wird ein X-Ray genommen von Mensch, und dann sagen sie das so und so, ja. No, aber der Doktor sagt, das ist noch nicht klar genug. Du hast noch mal einen Diaper-Test durchgehen. Na, wird noch mal ein Diaper-Test durchgehen. Na, wird noch mal ganz besondere X-Ray genommen und sagen, so, nu geht es besser zu sein. So dort ist es auch für uns wichtig, dass wir uns ganz handgeben, Herr, hier sehe ich.
Sei mir ganz ehrlich. Ich will ein Leben jetzt Opfer sein. Ich will für die da sein. Und ich will wirklich kann prüfen, was die will gefällig ist. Und wenn Kinder Gottes das dort aufgegeben, was ein Leben jetzt Opfer da ist, ein Brief, was Gott will gefällig ist, dann kann die mit ihrer Gabe, das Gott beschenkt hat, kann sie tun. Und Gott kann mehr und mehr Geld ziehen am Merken und Todteil, nicht wahr? Dass die mehr wir wollen Hand opfern, Hand geben, dass die mehr Geld ziehen, was Gott merken in unserem Leben. Das ist der Recke, wo wir wollen. Haben viel mal gesehen. Ein Mensch, was so wenig daran gegeben hat, und gleichzeitig die Hand gelebt hat, aber die Geist Gottes geschafft, hat kam mal was durch, dass er sich beziehen hat. Nimmt den Herrn Jesus an als sein persönlicher Herr und Heiland. Na, was hat er mit seinen Gaben? Dann sagen wir einmal, wie viel kann da rauskommen? Wie viel kann Gott beschenken, dass jemand, was sich mal handgeben hat, dass der Herr dich beschenken kann? Dann sagen wir einmal, Städten, und ihr wollt ja Prediger ab. Und ein Evangelist steht hier und dort ab. Und so sagen wir, verschiedene Gaben kommen über die. Wodurch? Durch dem, dass man sich handgegeben hat. Und dann sagt hier wieder, dann ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist. Nun sagt der Apostel Paulus, durch die Gnade, die mir gegeben ist, sei ich. So er erkannt an, dass wir die Gnade Gottes von Anbieter geworden und durch diese Gnade übernehme ich nur zu sein, dort steht. Jeder Mann unter euch. Mit dieser Gnade, was mir zu Teil geworden ist, jeder Mann ungejöhnt. Da meint dann alle sind mit angetragen. Dass niemand weiter von sich hält, als sich gebiert zu halten. Dass keiner was mehr und wieder von sich hält, als sich gebiert. Na, wo weiß ich, was gebiert für mich? Was will Gott, was soll ich von mir holen? Will man sein. Sondern dass er mäßig von sich halte. Und jeglicher, nachdem Gott ausgeteilt hat, das Maß des Glaubens. So sagt, wir sollen von uns holen, wofür? Wie sich gebiert zu halten, das sagt hier mäßig. Wenn wir mäßig dann mit rechten Mut holen von uns, dann gehen wir nicht zu hoch, aber weißt du was, wir gehen nicht zu leer. Denn so ist das nicht zu groß. Aber jeden, wenn Menschen sich kommen, durchgehen, dass sie zu hoch von sich hält, dann sind die in der anderen Weise immer zu denken, dass sie zu wenig von sich holen. Und weißt du was die Bibel sagt? Wir sollen mäßig von uns holen. Hast du noch einmal zu kämpfen, dass du zu wenig von dir holen ist? Dann spricht der Motto, lese, sei was die Bibel sagt. Hol genug von dir. Stell dich nicht zu leer. Sondern sei zum Herrn, ich will mich von dort holen, was du für mich warst. Da, was du in mir für Gott besehen hast, für dort will ich mich holen. Und dann schauen wir einmal ganz nüchtern, ja. Dann sagen wir nüchtern, wenn wir dort tun, was der Herr von uns will, und wir können es durchspielen über das. Herr, was ist der Mut? Was hältst du für mich? Du hast mir ein Teil geteilt, im Maß des Glaubens hast du mir ein Teil geteilt. Nun wies mir, Herr, wofür soll ich von mir holen? Und das ist ein rechter Mut, wofür mir holen. So dass du dadurch wahrscheinlich erheilt worden, dass du wahrscheinlich verherrlicht worden. Wir wen, dass ich dann gleicherweise, als wir in einem Leibe viele Glieder haben, aber alle Glieder nicht einerlei geschafft haben. So nicht der mit wieder, mit breiter sich rührt, ja. Wir fangen von zu reden, wir sind noch in einer Gemeinde. Aus dem, was ich ab den Altar habe, gegeben habe, dann lebe ich Opfer, wir sind zu einer Gemeinde, und das sagt hier, alle zu einem Leibe, wie also das zu einem lief, den lief Christi, und das ist ein Vergleich mit uns lief, der viele Glieder, aber nicht alle Glieder haben das selbst, die selbst gearbeitet in unserem Körper. Die Glieder haben verschiedene Arbeit. Und das dort sagt auch in dem Lied Christi. Alle Glieder, nicht einer, die geschafft haben, sagt, dass alle sind wir ein Leib in Christus. So nun sagen wir alle als Söhne, was wir auf dem Altar haben, gelegt haben, leben jetzt Opfer, was der lebendig, heilig Gott wohlgefällig ist. Nun haben wir uns die Hand gegeben, und wir sind unserem anderen, sagen wir uns eine Helfen und Segen. In der Gemeinde des Herrn, checken wir nur, was kann ich beschenken? Nicht bloß für mich, was kann ich beschenken, dass der Nächste kann Segen kriegen. Und das ist ein Mutzuspruch. Von der Seite, den ich annehme, das ist ein Mutzuspruch. Wo kann ich mir Mut sprechen? Wo kann ich dem Nächsten Mut sprechen, dass wir in der Gemeinde und ihrem anderen wollen ein Segen sein? Das ist Gottes Wohlgefallen an uns, dass wir uns und ihrem anderen ein Segen sind in Gottes Zeug.
in der Gemeinde des Herrn. Und da haben wir viel mal erfahren, nicht wahr? Wo wir uns um anderen kennen sehen sind. Weil damals saß wir haben vor, wo eine ganz frische Kirche auf angefangen. Und dann kommt er auf Taub von verschiedenen Richtungen. Ich will ein Beispiel anführen. Wir waren in Karts, also nicht allein drei, wir waren in La Crete, Alberta. Dann sind die Menschen von verschiedenen Richtungen kommen sie taub. Von weiten Breit sind sie da angetreten. Und dann zu sein, wo die Gemeinde sich durchgeformt hat. Und dann zu sein, wo sich um anderen anerkennen tun. Wo sich andere begreifen tun. Und anderen Mut sprechen tun. Und wo sie zeugen dann, was der Herr erleben getan hat. Dann sei es ein ganz klares Bild, wenn Menschen sich auf diesen Altar anlegen. Dann immer kommen so eine Dinge, das alle verdelen. Nach Charten T3 dort bei den Männern erbauung. Wir sind von vielen verschiedenen Städten taub. Wo hat dort aber verbunden? Das fällt immer so verbunden, nicht wahr? Oder vor mal rührt von der Restzeit und sagt mal, der ist taub. Nein, wir fangen das so an taub zu bin. Wohin? Das dann, wenn wir uns auf den Altar anlegen. Und dann fängt lebendig zu werden. Im Geist und in der Wahrheit. Dann verbindet das so mit all den verschiedenen Lieder, was das sind, und dem Lieb Christi, einmal das so eng verbunden. Und haben manche Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Dann verschiedene Gaben, nicht wahr? Und dann merken wir dort. Wo ist es segensreich zu sein, dass so viele verschiedene Gaben sind. Das kommt dann manchmal darauf an, dass wir aufhören, sie wollen am nächsten seine Gaben. Wir wollen Gott danken für die Gaben, die er uns gegeben hat. Gott, ich danke dir für die Gaben, die du mir zugeteilt hast. Halt mich bloß treu zu sein mit der Gaben, die du mir gegeben hast. Weißt du was, der Herr fordert niemals mehr von uns, als dass wir treu sind mit der Gaben, die uns gegeben worden. Einer hat mal, sei wieder besondere Gaben, nicht wahr? Weil für den Beten, dass wir wieder mit den Gaben schaffen können. Und weil wir treu sind mit der Gaben, die uns gegeben hast. Gut, dann denkst du wieder. Dann geht wieder in das christliche Lebensregeln. Hat jemand Weissagung, so sei sie dem glaubensgemäß. Hat jemand ein Amt, so warte er das Amts. Lehret jemand, so warte er der Lehre. Ermahnt jemand, so warte er des Ermahnens. Gibt jemand, so gebe er einfältig. Regiert jemand, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es mit Lust. So, nun haben wir, das gesehen in der Kapitel, werden viele Dinge, was aufgeführt worden. Und dann geht es hier um die Weissagung, um die Prophetie. Vielleicht einmal während der besondere Gabe, dass ich kann so deutlich nachchecken und sagen, was die Stress sein, da was in der Zukunft passieren wird und so wieder. Dann sagst du, so sei, hat jemand eine Weissagung, so sei es dem glaubensgemäß. Dann soll diese Prophetie, die soll glaubensgemäß sein. Und das soll ganz fest auf den Glauben stehen, auf den Glauben an dem Herrn Jesus Christus. Dann weit wir dort, dann war das ganz sicher nur das rechte Ziel führen. Aber wenn diese Weissagung nicht glaubensgemäß ist, dann wird es leicht auflenken. Und das, was von der Tag so viel passiert in den Kirchen von der Welt, weit und breit in den Kirchen hier, von der und selber von der, dort ist das nicht mehr glaubensgemäß, das stimmt nicht mehr mit dem Wort Gottes und das bricht auf. Deswegen ist es wichtig, dass wir als Gemeinde hier das Scheinfeld, dass wir im Glauben stehen, und dass wir gebetsvoll sind, dass Gott mit verschiedenen Gaben sind, dass Gott wird viel Gnade geben, dass wir einen Acht geben, mit dieser Gabe recht zu schaffen, dass das wird ein rechtes Ziel führen. Und wenn wir ein Amt haben, so warte er das Amt, das meint, dass wir das Amt dann bekleiden. Haben ein Amt, hast ein Amt, bekleide ein Amt. Sie ganz bitte Sache. Und dann ist es auch ein Segen. Dann sagen wir aus dem Leben nicht ab auf diesen Altar. Und wenn wir lernen, wenn wir das Gabe haben zum Lehren, dann sagen wir das Urteil, sagen wir lernen. Und das steht jetzt hier wieder. Wenn wir Termon haben, also das Gabe hat an Ermon, dann muss das Gabe treu sein. Dann Ermon. Wenn du Gabe zum Geben, dann muss man abrechtig sein. Einfältig. Nicht bloß geben, weil sie kann so viel geben. Ich will bekannt merken, wie viel die gibt hat. No. Ganz einfältig, ganz abrechtig sein damit. Regiert jemand, so sei sorgfältig. So, wenn er dann irgendwas unterladen hat, was regieren hat, da meint man Sorgfalt. Und immer war es wieder. Aus lebenden Liedern, dem Lied Christi,
dann haben wir all seine verschiedenen Abgaben uitgefallen und er kann ein großer Segen sein in der Gemeinde. Waar dat draag staan. Ich jemand Barmherzigkeit zu tun erst mit Lust. Wo wir das Thema hatten, da war uns ein Mann, das fertig mal reid wie ein Mann des Segens zu sein. Punkt für Punkt wird es das an Stärke gelehrt, aber das Mann kann ein Mann des Segens werden, das braucht ziemlich viel. Das braucht natürlich einmal mit einem Engel ring, und das hat durch mal Lohm gemerkt wird, er kann ein Mann des Segens werden, aber er wartet hat. Hier, vom Nächsten, dann soll das mit Lust tun, mit einer Freudigkeit tun. So, und es wird abgehalten, dass sich jemand, der in Not hat, dem fehlt Help, dann die Bitte sparen. So, es fängt in Lukas Kapitel 10, da haben wir von dem barmherzigen Samariter. Das ist eine Geschichte, das ist in der ganzen Welt bekannt. Barmherziger Samariter. Und wir sind wie einer, die wir reit im halten. Und das sitzt mit dem Lust zu tun haben. So sind von vielen Menschen, die fehlt eine Help. Die fehlt Barmherzigkeit zu beweisen. Wichtig ist, dass wir das damit Lust tun. Dass wir nicht schwach mit ihnen angehen, sondern mit Lust sein zu halten. Wenn dem nächsten Help fehlen wird. Gut, na, wir können ja gleich nach wieder gehen. Das war ja interessant, wertvolle praktische Anwendung wieder in diesem Kapitel. Aber unser Zeit ist an für diese Eröffnung. Und weil wir das ganz abrechtig sind, Gott beten, halt mich her, das Opfer zu sein, was ich sagen soll, dass du wieder kannst in die Gemeinde bühren, auch hier in diesem Ort. Ich möchte der Herr sie gut segnen. Wir werden Nummer 378 singen. Nummer 378. Alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein. Leib und Seele, Gut und Habe, alles soll dein eigen sein. Alles will ich weihen, alles will ich weihen, dir mein Herr, mein Gott, mein Heiland, will ich alles weihen. Alles will ich Jesus weihen, all mein Herz sich zu ihm neigt. All mein sündger, stolzer Wille, seht dem Herrn gehorsam beug. Alles will ich weihen, alles will ich weihen, dir mein Herr, mein Gott, mein Heiland, will ich alles weihen. Alles will ich Jesus weihen, halte alle Welt für Spreu. Doch was ich dem Heiland schenke, gibt mir verklärt und neu. Alles will ich weihen, alles will ich weihen, dir mein Herr, mein Gott, mein Heiland, will ich alles weihen. Alles will ich Jesus weihen, meines Geistes beste Kraft. All mein Denken, all mein Streben, alles was mein Tagwerk schafft.
452. Es gibt nur ein Wörtlein, das ist wunderschön. Das Wort ist so lieblich und golden und schön. Den Heiland zu folgen, mit ihm nur zu gehen, ihm folgen von Herzen, dass wir ihn mal sehen. O Heiland, hilf du, dass wir tun, wie du lässt, dir dienen nur treulich, wie du es begehrst. O Herr, du mein Heiland, ich folge dir nach. Ich nehme mein Kreuz auf mich und folge dir nach. In Demut zu folgen, dem Herrn alle Zeit, ihm kindlich zu trauen, in Freud und in Leid. O Heiland, hilf du, wenn die Sorgen auch hier, dass ich auf dich traue und bleibe bei dir. O Heiland, hilf du, dass wir tun, wie du lässt, dir dienen nur treulich, wie du es begehrst. O Herr, du mein Heiland, ich folge dir nach. Ich nehme mein Kreuz auf mich und folge dir nach. Mein Leben war einsam und öde und leer. Da fand ich den Heiland auf dem Lebensmeer. Er ist nun mein Führer in Wogengebraus und führet mich endlich in sein Vaterhaus. O Heiland, hilf du, dass wir tun, wie du lässt, dir dienen nur treulich, wie du es begehrst. O Herr, du mein Heiland, ich folge dir nach. Ich nehme mein Kreuz auf mich und folge dir nach. Nummer 176. Wer var abstimmen, hvor du poster das? Nummer 176. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Und doch sieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen und die suchen spät und früh. Sie schaffen, sie kommen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück.
das arme, müde Herz, sagt es laut in allen Landen, hier ist gestillet der Schmerz. Es ist eine Ruhe gefunden für alle fern und nah, in das Gottes Lammes Wunden am Kreuze auf Golgatha. Wir haben ganz schön Platz.